Dass der Begriff des Walking Simulators mittlerweile als ganz unironische Genrebezeichnung für immer mehr Spiele verwendet wird, finde ich ziemlich faszinierend. Zum einen, weil er ursprünglich einfach nie so gemeint war. Er war, und ist es für viele Leute auch immer noch, eine herabsetzende Bezeichnung für Spiele, die keine echten Spiele sind. Spiele, in denen man eben nichts tun muss, als hin und her zu laufen. Nichts tatsächlich Anspruchsvolles. Nichts, wofür man ein echter Gamer sein muss. Es sind Spiele für Frauen. Auf der Ebene freut es mich entsprechend sehr, dass der Begriff mittlerweile deutlich positiver konnotiert ist und dass somit eben auch immer mehr Spiele dieser Art erscheinen. Wer mein Video dazu gesehen hat, warum Visual Novels meiner Meinung nach keine Videospiele sind, könnte jetzt erwarten, dass ich direkt bei Walking Simulatoren weitermachen möchte. Sind das überhaupt Videospiele? Aber nein, ich finde tatsächlich etwas ganz anderes viel interessanter. Und zwar, ob der Name Walking Simulator überhaupt zu den gemeinten Spielen passt. Simulieren diese Spiele tatsächlich das Gehen? Spielt irgendjemand diese Spiele wirklich für das Gehen? Der eigentliche Fokus liegt viel eher auf der Erkundung und der erzählten Geschichte. Die meiste Zeit in einem Gone Home, was als eines der Spiele gilt, durch die der Begriff ins Leben gerufen wurde, verbringt man überhaupt nicht mit Laufen, sondern mit dem Interagieren mit den verschiedenen Objekten innerhalb des Hauses, dem Lesen von Notizen und Briefen. Und selbst in Walking Simulatoren mit größeren Spielwelten, in denen man tatsächlich relativ viel geht, ist nicht das Gehen an sich spieltreibend, sondern das Genießen der Umgebung und die nebenbei geführten Gespräche. Und in dem Punkt unterscheiden sie sich doch eigentlich gar nicht so großartig von, naja, den meisten Spielegenres. Gehen kann man in so gut wie jedem Spiel in irgendeiner Form und oftmals läuft man auch ohne größere Herausforderungen zwischen Missionspunkten hin und her. Walking-Simulatoren heißen nicht Walking-Simulatoren, weil sie einen größeren Fokus auf das Gehen legen als andere Spiele, sondern weil sie einen geringeren Fokus auf alle anderen Formen von Gameplay legen, um sich stattdessen auf ihre darüber hinausreichenden Elemente zu konzentrieren. Es beschreibt nicht, was diese Spiele auszeichnet, sondern was ihnen fehlt. Was wäre aber nun, wenn man tatsächlich ein Spiel über das Gehen selbst machen würde? Das oder sowas ähnliches hat sich vielleicht auch Kojima gedacht, als er auf die Idee für Death Stranding gekommen ist. Ein Triple-A Walking Simulator, in dem das Gehen an sich tatsächlich den Kern des Gameplays darstellt. Es ist ein Spiel, das bereits lange vor seinem Release hitzige Diskussionen zum Wesen von Videospielen entfacht hat. Auch hier wurde Walking Simulator zusammen mit DHL oder FedEx Simulator wieder als herabsetzende Bezeichnung in den Raum geworfen. Oh wow, ein Spiel, in dem ich durch eine riesige Open World renne, um Pakete auszuliefern, wie soll das bitte Spaß machen? Und interessanterweise gab es Reviews, die diese Frage mit „Macht es nicht" beantwortet haben, ohne das Spiel dadurch abzuwerten. Denn dass Death Stranding keinen Spaß macht, wurde in diesen Reviews nicht als Problem gesehen, sondern als wichtiger Teil der Gesamterfahrung. Nur durch das langsame Durchstreifen der menschenleeren Spielwelt kann die vollkommene Isolation und Trostlosigkeit über die Atmosphäre hinaus spürbar gemacht werden. Und Gott, waren Gamer darüber pisst. Spiele sollen Spaß machen und keine dummen Kunstprojekte werden. Hätte Kojima doch lieber einen Film daraus machen sollen, wenn er hoffentlich keine Ideen für passende Gameplay-Mechaniken hatte. Ich hingegen war da sofort komplett dabei. Ich konnte gar nicht abwarten, mich selbst ins Spiel zu stürzen und die Atmosphäre dieser Welt in mich aufzusaugen. Zu sehen, wie Isolation und Einsamkeit durch die Interaktivität eines Spieles auf einer Ebene vermittelt werden können, auf der es andere Medien niemals könnten. Und so habe ich Death Stranding dann gespielt und geliebt. Zu meiner Überraschung allerdings nicht, weil es das weirde, experimentelle Kunstspiel war, das ich erwartet habe, sondern weil es mir einfach unfassbar viel Spaß gemacht hat. Von Anfang an war ich fasziniert von der Idee, das Laufen an sich zu einer interessanteren Mechanik zu machen. Ich habe so gut wie mein gesamtes Leben über mit Videospielen verbracht. In den meisten davon konnte ich mich bewegen. Dabei wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass die entsprechende Aktion mehr als ein Mittel zum Zweck sein könnte. Mehr als eine Bewegung zu dem Punkt, an dem ich die eigentlich interessante Handlung ausführen kann. Doch in Death Stranding konnte ich nun stolpern. Ich musste mein Gepäck ausbalancieren, um nicht zur Seite wegzukippen. Musste darauf achten, wie der Boden beschaffen ist und wo ich mit meinen Füßen aufsetze. Musste zwischendurch stehen bleiben und mich an meinen Schultergurten festhalten, um das Gleichgewicht zu halten, was mich wiederum Ausdauer kostete, sodass ich möglichst schnell eine ebene Fläche zur Erholung aufsuchen musste. Trotz alledem hat es etwas gedauert, bis ich das Spiel so richtig packen konnte. Erst als ich das erstaunlich große Tutorial-Gebiet verlassen habe und die tatsächliche Open World betrat, hielt mich Death Strandings Gameplay Loop gefangen, wie es schon lange kein Spiel mehr geschafft hatte. Ach, eine Lieferung geht noch, eine Basis baue ich noch aus, einem Highway-Stück bringe ich noch eben die benötigten Materialien.
Mit jeder zurückgelegten Strecke wurden die Routen effizienter. Immer mehr Leitern und Brücken schmücken den Weg, immer mehr Strecken konnte ich so gut wie vollständig per Fahrzeug und Ziplines gehen. Also eben nicht gehen, eigentlich immer weniger gehen. Selbst Death Stranding, ein Spiel, das alles gegeben hat, um das Laufen an sich mechanisch interessanter zu gestalten und das Hin- und Herreisen zwischen verschiedenen Checkpoints zur Kern-Gameplay-Loop gemacht hat, macht dann am meisten Spaß, wenn man möglichst wenig gehen muss. Die größte Motivation hinter so gut wie jeder Strecke, die man geht, ist das Wissen, dass man beim nächsten Mal weniger gehen muss. Death Stranding ist kein Spiel übers Gehen. Es ist ein Spiel über das Erobern einer riesigen, leeren Spielwelt. Es ist ein Spiel über das Planen und Ausbauen von immer effizienteren Lieferrouten. Ein Spiel über das taktische Beladen des Inventars und gezieltes Platzieren von Objekten. Ein Spiel, in dem es die größte Herausforderung ist, auf lange Sicht möglichst wenig gehen zu müssen. So viel Spaß mir Death Stranding also entgegen meiner Erwartungen gemacht hat und so spannend die ersten Wanderungen durch die wunderschöne Spielwelt auch noch waren, so zeigt es doch, und das so klar wie vielleicht noch kein anderes Spiel vor ihm, dass das Gehen an sich als Gameplay-Mechanik in Videospielen keinen Spaß macht. Dass das Gehen an sich immer nur ein Mittel zum Zweck ist und bleibt. Das ist eine absurde Idee, für ein Spiel zu machen, das sich wirklich ums Gehen dreht. Außer man würde ein Spiel machen wollen, das wirklich keinen Spaß macht. Das oder sowas ähnliches hat sich vielleicht auch Suda51 gedacht, als er auf die Idee für Flower, Sun and Rain gekommen ist. Ein Spiel, in dem man geht. Ein Spiel, für das die Welt, als es 2001 erstmals für die PlayStation 2 exklusiv in Japan erschien, definitiv noch nicht bereit war. Als es 2008 weltweit für den Nintendo DS erschien, wahrscheinlich immer noch nicht. Und heute war es zumindest genau das, was ich gebraucht habe. Flower, Sun and Rain erzählt die Geschichte von Tsumio Mondo, einem sogenannten Searcher, jemand, der Sachen sucht und findet. Für einen neuen Auftrag begibt er sich auf die tropische Urlaubsinsel Los Paz, auf welcher er im namensgebenden Hotel Flower, Sun and Rain verbleibt. Dessen Besitzer, Ido McAllister, ist gleichzeitig Sumios Auftraggeber und verrät ihm bei seiner Ankunft, warum er überhaupt hier ist. Wie sich herausstellt, befindet sich ein gefährlicher Terrorist auf der eigentlich so idyllischen Insel und hat eine Bombe auf einem Flugzeug gelegt. Unser Auftrag lautet also eben, diese Bombe zu finden. Klingt eigentlich simpel. Wieso geht das Spiel nochmal 10 Stunden? Das erklärt sich zum Glück in Windeseile von selbst. Nachdem Tsumio sich etwas in seinem Zimmer ausgeruht hat, will er sich direkt motiviert an die Arbeit machen. Also los zur Rezeption und Ido Bescheid geben, dass er bereit ist, aufzubrechen. Doch bei dem Versuch, sein Zimmer zu verlassen, bemerkt er, dass sich die Tür nicht länger öffnen lässt. Wie sich herausstellt, ist das Zimmer, in dem er untergebracht wurde, verflucht. Erst mit Unterstützung einer Mitarbeiterin und eines Mediums gelingt es, die Geister zu vertreiben und die Tür zu öffnen. Ach ja, das war ja mal was. Da braucht Tsumio direkt eine Verschnaufspause und genießt den Ausblick von seinem Balkon, wobei er beobachtet, wie ein Flugzeug in die Luft fliegt. Also nicht so wie Flugzeuge das normalerweise machen, das Flugzeug ist schon in der Luft ist, explodiert. Und so endet die erste Request. Die erste von insgesamt 18. Tsumio wacht in seinem Bett auf und trinkt in Ruhe seinen Kaffee, geht davon aus, dass die Explosion nichts weiter als ein Traum war und macht sich erneut auf in Richtung Rezeption. Doch diesmal ist die Treppe ins zweite Obergeschoss von einem Reinigungswagen versperrt. Problem behoben, Flugzeug geht hoch. Nächster Tag, ein Wrestler trainiert im Treppenhaus und blockiert den Weg ins erste Obergeschoss. Problem behoben, Flugzeug geht hoch. Nächster Tag, eine betrunkene Frau steht im Treppenhaus und versperrt den Weg ins Erdgeschoss. Problem behoben? Ja, das Flugzeug geht hoch. Erst in der 5. Request schafft Tsumio es auch nur zurück zur Rezeption, um mit Ido über seine Reise zum Flughafen zu sprechen. Nachdem er anfangs noch ganz entspannt war, ist er mittlerweile immer und immer genervter von den ständigen Hindernissen in seinem Weg. Ganz davon zu schweigen, dass er keine Ahnung hat, wieso er in einer Art Zeitschleife gefangen zu sein scheint. Jetzt ist er ja schon mal beim Eingang des Hotels, jetzt muss Ido ihm nur noch ein Auto geben, mit dem er mal eben zum Flughafen düsen kann und die Sache ist gegessen. Das war jedenfalls der Plan, doch was stattdessen folgt, ist ein bezeichnendes Fick dich, das den Weg für das gesamte restliche Spiel ebnet.
Ido verrät, dass auf dieser Insel aus Gründen des Naturschutzes keine Autos fahren dürfen. Den Weg zum Flughafen müssen wir wohl laufen. In meinem ersten Playthrough habe ich bis zu diesem Zeitpunkt noch gedacht, dass die bisherigen Kapitel zum Großteil Filler waren. Das typische, ach, wir müssen noch eben das erledigen, bevor man dann endlich zum eigentlich interessanten Storyziel, in diesem Fall der Rezeption, kommt. Ich ging davon aus, dass das Spiel dann endlich losgehen würde, sobald ich bei dieser angekommen bin. Aber als Ido enthüllt hat, dass ich den Weg zum Flughafen laufen müsste, ist mir klar geworden, dass es kein Fehler war. Das ist das gesamte Spiel. Ich werde das gesamte Spiel über immer und immer wieder in Richtung des Flughafens laufen und von irgendetwas aufgehalten werden. Nur um das Flugzeug erneut explodieren zu sehen und von vorne zu beginnen. Und diese Feststellung war nicht falsch. An dieser Stelle möchte ich die Story aber trotzdem grob in 4 Abschnitte aufteilen. Der erste geht von Request 1 bis 4, der zweite von Request 5 bis 8, der dritte von Request 9 bis 14 und der letzte von Request 15 bis 18. Request 1 bis 4 hatten wir bereits. Sumio versucht es von seinem Zimmer zur Rezeption zu schaffen und wird dabei immer wieder von Hindernissen außerhalb seiner Kontrolle aufgehalten, die ihm mit jedem Tag mehr und mehr Nerven kosten. Und was jetzt? Naja, jetzt kann er sich endlich aus dem Hotel hinaus zum Flughafen begeben. Aber nicht ganz. Erst in Request Nummer 9 schafft er es dann tatsächlich auf die Hauptstraße, die quer über die gesamte Insel zum Flughafen führt. Bis es soweit ist, verlässt er zwar das Hotel bereits mehrfach, er lässt sich allerdings erneut von anderen Problemen aufhalten. Abseits davon, dass wir nun mehr als nur das Innenleben des Hotels zu Gesicht bekommen, gibt es aber noch einen weiteren wichtigen Unterschied zu den vorherigen Requests. Sumio wird nicht aufgehalten, er lässt sich aufhalten. Ihm stehen keine wortwörtlichen Hindernisse mehr im Weg herum, die es ihm unmöglich machen würden, zum Flughafen aufzubrechen. Er entscheidet sich bloß dazu, andere Probleme zu priorisieren. In Request 5 bittet Ido ihn darum, die Identität von 2 Gästen ohne Ausweis zu bestätigen, damit diese einchecken können. Sumio entscheidet sich zu helfen. In Request 6 erfährt Sumio, dass eine Besucherin vergiftet wurde. Sumio entscheidet sich, diese zu retten. In Request 7 schießt ihm ein Kind einen Fußball in den Schritt und beleidigt ihn danach. Sumio entscheidet sich, ihn durchs halbe Hotel zu jagen. In Request 8 kommt er an einer Kapelle vorbei, in welcher 2 Verlobte über ihre baldige Hochzeit besorgt sind. Sumio entscheidet sich dazu, mit ihnen über ihre Gefühle zu reden. Ich kann mir vorstellen, was er jetzt denkt. Ja, okay, vielleicht stehen Probleme ihm nicht mehr wortwörtlich im Weg, aber was ist mit der vergifteten Frau? Hätte er die etwa sterben lassen sollen? Ist es jetzt wirklich was Negatives, dass er ihr geholfen hat? Im Laufe dieser Requests sprechen wir immer wieder mit dem Schuldigen hinter der Tat, Stéphane Charbonnet. Er selbst erzählt Sumio überhaupt erst davon, dass sie vergiftet wurde und auch, wo dieser das Gegengift finden kann. Laut seiner eigenen Aussage ist all das ein kleiner Test von ihm. Das Ergebnis sei ihm egal, aber er redet Sumio trotzdem ein, dass er ein schlechtes Gewissen haben sollte, wenn er nicht sofort anfängt, nach einem Gegenmittel zu suchen. Und so macht Sumio, was von ihm verlangt wird. Bis er dann bemerkt, dass das Opfer nie Gift, sondern nur eine Schlaftablette untergeschummelt bekommen hat. Was auch nicht gut ist, aber der Punkt ist, sie war zumindest nicht in Lebensgefahr. In einem letzten Telefonat sagt Stéphane ihm, dass der Test wie erwartet verlief. Sumio ist zu nett. Zu leichtgläubig. Er lässt sich zu leicht ausnutzen. Der Test soll ihm eine Lehre sein, damit er sich nicht weiter austricksen lässt und es in diesem Leben vielleicht nochmal zum Flughafen schafft. Nun, wie wir eine Anzahl verbleibender Requests sehen, hat das eher so semi viel gebracht. Aber warum? Warum lässt sich Sumio von jeder dahergelaufenen Kleinigkeit ablenken, statt sich einfach mal um seinen Job zu kümmern? Ganz einfach. Ihm ist klar geworden, dass es eigentlich ziemlich egal ist, was er tut. Zeit vergeht in Videospielen selten, wie wir es gewohnt sind. Das ist mir dieses Jahr durch Xenoblade Chronicles 3 wieder so richtig bewusst geworden. Keine Sorge, abseits von Teilen der Prämisse bleibe ich so vage wie möglich. Die Geschichte von Xenoblade Chronicles 3 dreht sich um eine Welt, in der sämtliche Personen künstlich geschaffen werden und von da an eine Lebensdauer von exakt 10 Jahren haben. Für einen Charakter aus dem Maincast ist dieses Zeitlimit ein besonders präsentes Thema. Mio. Zu Beginn des Spiels bleiben ihr nur noch 3 Monate übrig. Und nicht nur das, wenig später setzen wir uns das Ziel, das riesige Schwert am anderen Ende der Map zu erreichen. Die Reise dorthin soll etwa 2 Monate dauern. 2/3 ihrer verbleibenden Lebenszeit. Das ist etwas, was von diesem Zeitpunkt an immer wieder thematisiert wird.
Ihre Angst vor dem näherrückenden Tod. Mit jedem Hindernis, das uns auffällt, mit jeder Pause, die wir einlegen, mit allem, was irgendwie dafür sorgt, dass wir länger als geplant brauchen, wird sie sich unsicherer darüber, ob sie es überhaupt noch lebendig bis zum Ziel schafft. Und selbst wenn, wie viel wird sie in der wenigen verbleibenden Zeit schon noch ausrichten können? Hat es überhaupt einen Sinn, dass sie mitkommt? Xenoblade Chronicles 3 hat 191 Sidequests. Und ich habe den Großteil von ihnen mitgenommen. Ja, klar, zu einem gewissen Grad ist es ein allgemeines Problem von Spielen mit optionalen Inhalten. Dringliche Situationen verschwinden schnell im Hintergrund, während wir uns lieber erstmal darum kümmern, die verschiedensten Belanglosigkeiten der Spielwelt abzuarbeiten. Doch Xenoblade Chronicles 3 hat mir dieses Problem nochmal so viel eindrücklicher klar gemacht, weil wir so klar greifbare Vergleichswerte bekommen haben. Hätten wir einfach nur gewusst, dass Mio in naher Zukunft sterben wird und dass die Reise ans andere Ende der Map eine ganze Weile dauern wird, dann wäre das eine Sache gewesen. Aber uns wird explizit gesagt, dass sie noch 3 Monate hat und dass die Reise 2 Monate dauern wird. Und das davon ausgehend, dass wir im geplanten Tempo vorankommen. Aber Überraschung, natürlich gibt es im Laufe der Story immer mal wieder Situationen, die die Reise noch weiter in die Länge ziehen. Das Voranschreiten der Zeit wird immer wieder thematisiert. Mio selbst kritisiert uns dafür, dass wir zu viel Zeit verschwenden, zu viele Pausen einlegen. Aber kaum ist die Story-Cutscene vorbei, bietet sie dem nächsten dahergelaufenen NPC wieder von sich aus ihre Hilfe an. Und es wäre ja eine Sache, wenn das alles nebenbei passieren würde. Wenn wir in einem Gebiet ankommen, dann ein paar Sidequests erledigen und dann zum nächsten Gebiet weiterreisen. Aber nein, Sidequests ploppen im Laufe der Story auch immer wieder an zuvor bereisten Orten auf, zu denen man dann mal eben per Schnellreise zurückkehren kann. Und diese Sidequests können dann auch gerne mal daraus bestehen, dass wir beispielsweise Gegenstände aus noch mehr anderen Gebieten besorgen sollen, zu denen wir dann erstmal, fast traveln müssen. Erneut, das denke ich in den meisten Spielen einfach so weg. Tun wir alle. Aber wenn wir explizit wissen, dass die Reise von der einen Seite der Map zur anderen in Universe 2 Monate dauern soll, dann ist viel zu naheliegend darüber nachzudenken, wie viel Zeit eigentlich im Zuge der ständigen Schnellreisen vergehen müsste. Viele dieser Sidequests sollten in Universe alleine Monate beanspruchen. Und dann machen wir mal eben 50 davon. Auch Mio. Ohne zu meckern. Obwohl sie längst tot sein müsste. Aber das ist sie nicht. Weil die Zeit nicht wirklich voranschreitet. Weil alles, was wir tun, keine Auswirkungen auf die eigentliche Handlung hat. Weil Mio ihrem Tod erst dann näher kommt, wenn wir uns dazu entscheiden, das nächste Hauptstory-Ziel zu verfolgen. Wir müssen uns dazu entscheiden, Zeit vergehen zu lassen. Wir müssen uns dazu entscheiden, Mio ihrem Tod näher zu bringen. Oder wir entscheiden uns dagegen und verweilen noch ein wenig im ewigen Jetzt. Das ist es, was zu Mio mittlerweile klar geworden ist. Ja, wenn er sich so viel Zeit lässt, geht die Bombe hoch. Aber am Ende landet er bloß wieder in seinem Zimmer, so als wäre nichts passiert. Sandrölei hat keinerlei ernsthafte Konsequenzen, also warum sollte er sich damit stressen, seinen Job so schnell wie möglich zu erledigen? Ja, eigentlich gehen ihm die ständigen Bitten der Hotelbesucher und Mitarbeiter auf die Nerven, aber wirklich schaden tut es ihm nun auch wieder nicht, ihnen zu helfen. Am Ende ist es genau wie Stefan gesagt hat. Er ist einfach zu nett. Und mit dieser Offenbarung beginnt die zweite Hälfte des Spiels. Request 9. Der Moment, in dem Sumio das erste Mal die Straße betritt, die quer über die Insel führt. Der Moment, in dem das Spiel umschwingt von einer Geschichte, die davon erzählt, wie Sumio von lästigen Aufgaben gefoltert wird, zu einem Spiel, in dem Sumios lästige Hilfsbereitschaft uns foltert. In den bisherigen Quests haben wir hauptsächlich eine Beobachterperspektive eingenommen. Ja, wir haben Sumio gesteuert, aber wenn er mal wieder von irgendwem durchs halbe Hotel gescheucht wurde, waren es hauptsächlich die Gespräche, in denen Frustration entstanden ist. Sumios Frustration. Für uns als Spieler war das in erster Linie lustig. Der Humor des Spiels. Das ist nicht, dass ich zwischendurch nie genervt war, jetzt wieder zurück auf eine andere Etage rennen zu müssen, aber bisher kam es mir höchstens mal wie schlechtes Game Design vor. Ich dachte mir, Mensch, den Laufweg hätte man jetzt aber wirklich weglassen können, das war aber unnötig. Viel schlimmer als das, was ich schon in anderen Spielen erlebt habe, war es aber auch nicht. Die DS-Fassung des Spiels bietet netterweise einen Schrittzähler auf dem Touchscreen, sodass ich euch jetzt sagen kann, dass ich innerhalb der ersten 8 Requests plus Prolog genau 2934 Schritte gelaufen bin. In Request 9 waren es dann 1733. In Request 10 1764. Alleine in diesen 2 Requests bin ich mehr gelaufen als im gesamten bisherigen Spielverlauf. Ab diesem Punkt war mir klar, die langen Laufwege sind kein schlecht durchdachtes Leveldesign. Sie sind vollkommene Absicht. Genauso wie sie sind.
Aber gucken wir uns Request 9 mal ein bisschen genauer an. Request 9 ist großartig. Wie gesagt, ist es in dieser Request das erste Mal soweit, dass Sumio das Gelände des Hotels vollends verlässt und es bis zur Straße schafft, die am Strand entlang in Richtung des Flughafens führt. Ihn hält nichts auf. Gar nichts. Aber da sitzt dieser junge Mann mit seinem Fahrrad auf der Straße. Ken heißt er. Man kann ja mal fragen, was los ist. Sein Fahrrad ist kaputt. Er versucht es zu reparieren. Schade, denkt sich Sumio und wünscht ihm noch viel Erfolg dabei, bevor der Fahrradjunge meint, ihn zu erkennen. Sumio, das ist doch der Typ, der allen hilft. Warum repariert er nicht einfach das Fahrrad? Und genau das tut er dann. Er fragt selbst, warum er das eigentlich macht, aber das hält ihn nicht davon ab, es trotzdem einfach zu tun. Als Dankeschön möchte er uns was zu essen spendieren, er arbeitet in einem Diner in der Nähe. Er sagt, wir können schon mal vorgehen. Er kommt dann gleich hinterher. Wir laufen vielleicht 10 Schritte, bevor er auf seinem Fahrrad an uns vorbeirast. Er tauntet uns. Wäre es nicht schön, wenn wir auch ein Fahrrad hätten? Haben wir aber nicht. Wir kommen im Diner an, wo Ken uns sagt, dass Matty noch nicht da ist. Eine der Angestellten aus dem Hotel, die auch im Diner arbeitet und eigentlich eine Weile hier sein sollte. Er sagt uns, dass wir zum Hotel gehen sollen, um nach ihr zu sehen. Er fragt nicht. Er sagt es. Und ich liebe, wie dieses Gespräch endet. Sumio wehrt sich noch eine Weile dagegen, wirklich zurückgehen zu müssen und fragt dann, was ist mit meinem Gratisessen? Und das Gespräch endet. Wir laufen also zurück zum Hotel, sehen Matty auch schon, sind wenige Meter von ihr entfernt und das passiert. Das ist das vielleicht Absurdeste, was im gesamten Spiel passiert. Was ich am liebsten daran mag, ist, dass es als Ausrede dafür genutzt wird, warum sie jetzt nicht mehr mitkommen kann. Obwohl offensichtlich genug Platz ist, um an dem Schild vorbeizugehen. Sumio und Matty stehen sich gegenüber und gucken sich an. Während sie beide neben diesem Schild stehen, aber können nicht dran vorbei. Und selbst wenn der gesamte Weg blockiert worden wäre, ist es ja nicht mal so, als wäre er umzäunt oder so. Drumherum ist nichts als Wiese, worüber sie auch noch laufen könnten. So geht es dann jedenfalls noch eine Weile weiter. Am Ende kommen wir weder beim Flughafen noch bei unserem versprochenen Gratis-Essen an. Als ich diese Request das erste Mal gespielt habe, war ich gleichzeitig unglaublich frustriert und irgendwie beeindruckt. Jetzt, wo uns der Großteil der Insel offen steht, entstammt Sumios Frustration nicht mehr in erster Linie die Tatsache, dass er hin und her laufen muss, sondern dass die Strecken, die er dabei zurücklegt, immer und immer länger werden. Gleichzeitig beginnt er zu hinterfragen, warum er das überhaupt tut, während die Charaktere um ihn herum es vermehrt als Selbstverständlichkeit betrachten. Natürlich hilft Sumio ihnen. Dafür ist er doch hier. Warum sollte er das nicht machen? Warum sollte ich überhaupt fragen? Ist doch sein Job, das zu tun. Gleichzeitig war ich frustriert. Nicht nur, weil ich immer weitere Strecken ablaufen musste, sondern auch, weil die Charaktere um mich herum mich dabei immer weniger wertgeschätzt haben. Naja, wofür schon? Dafür, dass ich das Steuerkreuz teils mehrere Minuten am Stück in die richtige Richtung gedrückt habe? Oh wow, was für eine Leistung. Ich war beeindruckt davon, dass das Spiel mit so wenig Aufwand geschafft hatte, so starke Emotionen in mir auszulösen. Ich habe mich wirklich persönlich angegriffen gefühlt, auch wenn ich nicht so wirklich wusste, warum. Schließlich nutzen die Charaktere doch Sumio aus und nicht mich. Aber irgendwie hatte ich so langsam das Gefühl, dass mir das irgendetwas sagen sollte. Es war ein ähnliches Gefühl, wie ich es damals in Nier hatte. Die Sidequests sind nie besonders spannend, zumindest aus einer Gameplay-Perspektive. Man soll irgendwelche Gegenstände sammeln, Gegner töten, Sachen von einem Charakter zum nächsten bringen, das Übliche halt. Interessant sind sie vor allem aus einer erzählerischen Perspektive. Wir wollen Geld verdienen, um Essen und Medizin für, je nach Version, unsere kranke Schwester oder Tochter zu besorgen. Dafür würden wir alles tun, jeden noch so anstrengenden Job annehmen. Wir sind dankbar, dass uns überhaupt so viel Arbeit angeboten wird. Allein aus der Sicht ergibt es also schon Sinn, warum die Sidequests nicht sonderlich interessant sind. Wäre das alles, würde ich es aber höchstens als letzte Ausrede gelten lassen, auf dem Niveau von Kämpfe in Drakengard machen absichtlich keinen Spaß, weil Töten halt keinen Spaß macht, ja. Das Spiel geht aber noch einen Schritt weiter. Zwischen den wirklich generischen Aufgaben gibt es immer mal wieder welche, die einem, ähnlich zum restlichen Spiel, einen ordentlichen Schlag in die Magengrube erteilen. Der Questgeber stirbt, bevor wir wieder bei ihm ankommen. Der Geliebte der Questgeberin ist bereits seit Jahren tot und wir müssen entscheiden, ob wir ihr die Wahrheit sagen. Oder auch einer meiner Favoriten, der Questgeber ist ein Betrüger und haut ab. Keine
Questbelohnung. Gar nichts. Je mehr dieser Quest man macht, desto mehr beginnt man sich zu fragen, warum man das überhaupt tut. Ja, das sind natürlich noch mit die interessantesten Aufgaben, die das Spiel zu bieten hat, aber macht man sowas nicht normalerweise, um Leuten zu helfen? Gefühlt machen wir bloß alles noch schlimmer, als es schon war. Oder wir haben zumindest keine Chance mehr, etwas auszurichten. Oder wir lassen uns gleich irgendwie ausnutzen. Etwa bei der Hälfte des Spiels gibt es einen Timeskip, bei dem auch die Sidequests einmal ausgewechselt werden. Was interessant ist, da eine neue, Kategorie von Questgebern dazu kommt, um es mal so auszudrücken. Questgeber, die sich bereits über uns lustig machen, wenn wir sie nur ansprechen. Die meinen, uns zu erkennen. Dass wir doch derjenige sind, der jeden Scheiß erledigt, egal wie entwürdigend und anstrengend es ist. Und ich bin ganz ehrlich, wenn man in der zweiten Hälfte des Spiels ankommt und immer noch nicht aufgegeben hat, Sidequests zu erledigen, dann stimmt das vielleicht auch. Vielleicht macht man so oder so einfach alles. Egal was der Kontext ist, egal ob es die Belohnung wert ist, egal ob es Spaß macht. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich glaube nicht, dass Yoko Taro ein so unglaubliches Genie ist, dass er von Anfang an entschieden hat, dass Nier schlechte, langweilige, generische Sidequests braucht, damit er sie auf diese Art und Weise als narratives Metakommentar nutzen kann. Ich meine, ja, Nier besteht zu einem großen Teil aus Metakommentar und die Nebenaufgaben passen da perfekt rein, definitiv. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass hier erst ein Budgetproblem vorlag und er dann entschieden hat, das so zu nutzen. Aber das schließt sich ja nicht aus. Dasselbe gilt beispielsweise auch für den Tag-Nacht-Zyklus, der hier eher ein Nachmittag-Abend-Zyklus ist. Das war, das wissen wir aus Interviews, ursprünglich eine vom Budget motivierte Entscheidung, wurde aber dann von einer Menge NPCs kommentiert und ist mittlerweile ein fester Teil der Lore, laut dem die Erde nicht mehr richtig rotiert, wodurch es auf der einen Seite der Erde immer Tag und auf der anderen immer Nacht ist. Worauf ich hinaus will. Ob die Sidequests nun absichtlich schlecht sind oder nicht, ist vollkommen irrelevant für die Aussage, die sie offensichtlich treffen wollen. Wenn du sie machst, obwohl du daran keinen Spaß hast. Warum? Du musst das nicht machen, das ist ein Videospiel. Das Leben deiner Tochter oder Schwester hängt nicht wirklich davon ab, dass du dich zu Tode ackerst. Aber das hält viele Leute nicht davon ab, es trotzdem zu tun. Trotzdem Dinge in Videospielen abzuarbeiten, die sie eigentlich nicht tun wollen. Bloß um das Spiel zu vervollständigen. Ich lese immer wieder Beschwerden dazu, wie nervig und anstrengend es ist, die 100% in Nier zu erreichen. Alle Quests zu beenden, alle Fische zu fangen und, mein Gott, alle Waffen zu upgraden. Sie beschweren sich darüber, als würde die alleinige Existenz dieser Inhalte sich automatisch negativ auf ihre Spielerfahrung auswirken, weil sie sich dazu gezwungen fühlen, sie zu komplettieren. Obwohl es das Spiel eigentlich deutlich genug macht, dass man genau das nicht soll. In die Automata wird das nur noch weiter hervorgehoben, sobald man die Option bekommt, Achievements zu kaufen. Ganz ohne etwas dafür zu tun. Ich weiß, unglaublich. Wenn es dir wirklich darum geht, sie zu erarbeiten, weil du Spaß daran hast, go for it, ignoriere das ruhig. Aber ist das wirklich der Grund, warum du sie sammelst? Hast du wirklich immer noch Spaß? Möchtest du wirklich alles, was dieses Spiel zu bieten hat, für dich selbst entdecken? Selbst wenn es nichts als das stumpfe Abarbeiten von Listen und mühselige Ergrinden von Materialien ist? Wenn es eine Abkürzung gibt, um all diese Frustration und Arbeit zu überspringen, wirst du sie wirklich ablehnen? Ich springe an dieser Stelle direkt vom ersten zum letzten Part des von mir benannten dritten Akts. Von Request 9 zu Request 14. Dieser Abschnitt stellt die letzte Eskalationsstufe der Laufwege dar. Ich bin in meinem Playthrough genau 2976 Schritte gegangen. Nochmal zum Vergleich, in Request 0 bis 8 waren es insgesamt gerade mal 2934. Request 14 beginnt damit, dass Sumio seinen Koffer verloren hat. Warum? Ist erstmal egal, wir sind schon ziemlich tief im Video drin dafür, dass ich immer noch nicht über den Koffer geredet habe. Entsprechend kann das ruhig noch ein bisschen länger warten. Er erfährt jedenfalls, wo dieser liegen soll und begibt sich sofort dorthin. Der Weg zum Koffer ist die bisher weiteste Entfernung, die wir an einem Stück zurücklegen müssen. Und bei ihm angekommen finden wir nicht nur den Koffer selbst, sondern auch noch einen Herrn mittleren Alters. Takaoka. Und wer hätte es gedacht, der braucht unsere Hilfe. Oder sowas Ähnliches. Von der ersten Dialogzeile an schwankt er zwischen unhöflich und konfus, zwischen aggressiv und absurd. Er kritisiert das Verhalten von Sumio bereits, bevor diese überhaupt zu Wort kommt, reißt Themen ohne Kontext an und lässt sie wieder fallen, lacht wie ein Tier, das ich gerade nicht näher definieren kann, und ja, dann zwingt er uns auch noch eine Aufgabe auf. Wir sollen einer Frau namens Natsuko etwas ausrichten. Was? Vernünftig.
Was vernünftig? Dass er vernünftig sein soll? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Je öfter Sumio nachfragt, desto unklarer wird es und desto größer werden die Beschwerden darüber, dass wir immer noch nicht losgelaufen sind, also laufen wir zurück. Den ganzen weiten Weg zum Hotel, in dem wir uns dann mit Natsuko unterhalten. Naja, unterhalten ist das falsche Wort. Sumio sagt ihr vernünftig, redet weiter auf sie ein und versucht irgendeine Form von Information aus ihr herauszubekommen, aber ihre Aussagen ergeben noch weniger Sinn als die von Takaoka. Sie antwortet mit nichts als einzelnen zusammenhangslosen Worten, die Sumio verzweifelt zu interpretieren versucht, bis sie ihm sagt, dass er die Klappe halten soll und wir dann wieder gehen. Wir rennen zurück zu Takaoka, die jetzt in einem blauen Kleid tanzt. Sumio hat keine Ahnung, was er ihm eigentlich sagen soll, wird weiter beleidigt und wieder zurück zu Natsuko geschickt. Die sagt uns immer noch nichts, was uns weiterhilft. Wir rennen zurück zu Takaoka, der jetzt in einem Bikini tanzt. Mittlerweile gibt es keinen gehaltvollen Satz mehr, den er von sich gibt. Er bewirft uns nur noch mit sinnlosen Phrasen, bevor wir wieder zurück zu Natsuko geschickt werden. Ihr versteht vielleicht mittlerweile, warum man in dieser Request die mit Abstand meisten Schritte zurücklegt. Und es ist genial. Dieses gesamte Kapitel ist vielleicht das längste und das sinnloseste. Aber genau diese Sinnlosigkeit ist der Grund dafür, warum es so unfassbar viel Bedeutung trägt. Denn was uns eigentlich gezeigt werden soll, ist, dass es vollkommen egal ist, ob es einen guten Grund für die verschiedenen Aufgaben gibt, vor die wir gestellt werden. Es ist vollkommen irrelevant, ob Sumio tatsächliche, reale Hindernisse in den Weg gestellt werden, ob er freundlich gebeten wird, jemandem aus der Patsche zu helfen, oder ob ihm das Spiel sagt, fick dich, du Arschloch, du läufst jetzt dreimal zwischen diesen beiden NPCs hin und her, bevor das Spiel weitergeht. Und das klingt jetzt so spezifisch auf dieses Spiel bezogen, aber es lässt sich auf so gut wie jedes Spiel anwenden. Wenn ich zum Beispiel in Final Fantasy XV an den Punkt ankomme, an dem ich eigentlich nach einem Tische aufbrechen möchte, mir aber gesagt wird, dass das Schiff noch repariert werden muss, wofür wir erstmal ein Material beschaffen sollen, das man am Ende eines Dungeons finden kann, dann wird die Notwendigkeit davon, zu diesem Dungeon zu reisen und durch ihn hindurchzukämpfen und zurückzukehren, zwar narrativ begründet, aber dieser Grund ist trotzdem komplett arbiträr. Es ist nicht wichtig für die Story, dass das Schiff kaputt ist. Es gibt später keinen großen Reveal darüber, dass jemand versucht hat, unsere Abreise zu sabotieren, damit wir erstmal zu diesem Dungeon gehen, in dem dann ein Hinterhalt auf uns wartet und so weiter und so fort. Es ist ein Problem, das sich ausgedacht wurde, damit wir einen Grund haben, einen weiteren Dungeon abzuklappern. Und klar, auf einer gewissen Ebene kann man darüber diskutieren, dass das für sämtliche Herausforderungen in jedem Spiel gilt. Aber die Frage, die man sich mal stellen muss, ist, wollen Spieler das machen? Haben wir eine interessante Motivation für Spieler geliefert, etwas machen zu wollen? Oder bloß ein Hindernis platziert, an dem Spieler vorbei wollen, um wieder mit dem Teil des Spiels fortfahren zu können, an dem sie eigentlich interessiert sind? Und ja, ich ziehe das gerade sehr an narrativen Motivationen auf, es lässt sich aber auch genauso gut aufs Gameplay übertragen. Wenn ein Spiel wie No More Heroes 1 vor allem für die spaßigen Bosskämpfe gespielt wird, warum muss man dann zwischen den einzelnen mit Kämpfen gefüllten Stages immer wieder durch eine leere Open World fahren und genug Geld sammeln, um die nächste Stage spielen zu dürfen? Ist das wirklich eine interessante Abwechslung, auf die Spieler Lust haben? Oder doch nur Spielzeitstreckung? Das könnte man auf alle möglichen Spiele beziehen und in allermeisten Fällen würde ich wohl sagen, es ist wahrscheinlich Spielzeitstreckung. No More Heroes wurde allerdings, wie ihr vielleicht auch schon wusstet, genau wie Flower, Sun and Rain von Suda51 directed. Man könnte also mutmaßen, dass das vollkommene Absicht ist. Und ohne jetzt eine vollständige Analyse von No More Heroes anhängen zu wollen, stelle ich einfach mal die Behauptung auf, dass das auch so ist. No More Heroes ist basically Flower, Sun and Rain mit Kämpfen. Es trifft eine sehr ähnliche Aussage, nur dass es sich anstelle von narrativen Elementen mehr auf die ludische Seite des Ganzen konzentriert. Prove me wrong. Wie auch immer. Ich bin noch gar nicht fertig damit, über Request 14 zu reden, denn zugegebenermaßen habe ich euch ein bisschen angelogen. Schon, könnte man schon so ausdrücken. Ich habe euch ein bisschen was dazu vorenthalten, was zwischen den Gesprächen mit Takaoka und Natsuko noch so passiert. Sobald wir nämlich das zweite Mal vom Hotel zu Takaoka aufbrechen, treffen wir auf Ken mit seinem Fahrrad. Überraschung, es ist ein Sequel zu Request 9. Wir fangen ein kurzes Gespräch an, wobei Sumios Blick schnell in Richtung von Kens Fahrrad abdriftet und er sich dazu entscheidet, es zu klauen. In Wahrheit laufen wir also nur einmal vom Hotel zu Takaoka und zurück. Die anderen Male fährt Sumio mit dem geklauten Fahrrad hin und her, wodurch die Strecke für uns auf eine schnelle Schwarzblende reduziert wird. Bevor wir dann das vierte und letzte Mal zu Takaoka aufbrechen, sprechen wir noch mit Ido, wobei Sumio erwähnt, wie schön es doch wäre, wenn er schnell reisen könnte.
wenn es einfach eine kurze Schwarzblende gäbe, bevor er wieder direkt vor Takaoka aufploppt. Darauf antwortet Ido: Mr. Mondo, I know all about your bicycle riding. You should know, taking the easy route will only spoil you in the end. You cheated not only the game, but yourself. You didn't grow, you didn't improve, you took a shortcut and gained nothing. Also das hat er nicht gesagt, aber das war der erste Gedanke, den ich in dem Moment hatte. Und das wäre natürlich ein super Aufhänger, um jetzt in den nächsten 5 Minuten über Schwierigkeitsgrade in Souls-Spielen zu reden, aber ich glaube, das wird es mittlerweile auch so lang genug. Im Zuge des Releases von Elden Ring, dem lang ersehnten Blockbuster von From Software, der versprochen hat, die Souls-Formel in der Open World zu überführen, ist vor allem eine Diskussion erneut entfacht, vielleicht präsenter denn je. Sollte es einen Easy Mode geben? Und meine Antwort ist nein. Und ich möchte dabei eine Sache ganz klar machen. Das hat für mich nichts mit der Diskussion darüber zu tun, ob es mehr Accessibility-Optionen geben sollte, auch wenn das beides oft zusammengeworfen wurde. Zum einen denke ich aber nicht, dass das, was man sich unter einem typischen, leichteren Schwierigkeitsgrad vorstellt, das wäre, was Personen mit Einschränkungen jeglicher Art wirklich brauchen würden, um mehr Spaß zu haben. Das können dann auch Optionen sein, die das Spiel im weitesten Sinne vereinfachen, aber halt auf spezifischere Arten und Weisen, beispielsweise durch das Erhöhen der Invincibility Frames, um ein weiteres Zeitfenster zum Ausweichen zu erlauben, was explizit Leuten helfen würde, die aus verschiedensten Gründen über ein verringertes Reaktionsvermögen verfügen. Ich bin, was das alles angeht, aber kein Experte, also will ich hier jetzt auch gar nicht mit der großen, richtigen Lösung ankommen. Selbst wenn es am Ende doch einfach nur wäre, das Spiel im klassischen Sinne leichter zu machen, meinetwegen. Aber selbst dann wäre es mir wichtig, dass das eine Accessibility-Option ist und kein gewöhnlicher, leichter Schwierigkeitsgrad, den man beim Starten des Spiels alternativ auswählen kann. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist die Erwartungshaltung. Der Unterschied ist das Verständnis darüber, worüber man eigentlich gerade entscheidet. Schwierigkeitsgrade beim Spielstart zu wählen, ist eigentlich eine absurde Idee. Ich weiß ja noch gar nicht, wie gut ich im Spiel bin. Wenn ich also ein Spiel wie Elden Ring starte, von dem ich gehört habe, dass es sich explizit an krasse Hardcore-Gamer richtet, während ich das gar nicht bin, gehe ich vielleicht davon aus, dass ich den leichten Schwierigkeitsgrad wählen soll. Obwohl ich auf der Standardstufe vielleicht auch oder sogar mehr Spaß gehabt hätte. Aber entfernen wir uns ein bisschen von Elden Ring. Ich mag Elden Ring gar nicht so sehr, aber ich mag Dark Souls 1. Ich liebe Dark Souls 1. Als ich Dark Souls 1 angefangen habe, wusste ich zwar schon davon, dass es ziemlich schwer sein soll, aber das war nicht der Grund, warum ich es spielen wollte. Ich fand einfach, dass es cool aussieht. Ich mochte damals Dark Fantasy ganz gerne, hatte Bock auf ein Action-RPG und habe es einfach mal ausprobiert. Von der ersten Sekunde an hat mich die Atmosphäre gefesselt. Das Gewicht hinter jedem meiner Angriffe, das Erkunden jedes letzten Winkels dieser Gebiete war irgendwie anders. Auch wenn ich es noch nicht richtig in Worte fassen konnte, warum das so war. Es hat nicht lange gedauert, bis ich das erste Mal gestorben bin, beim Tutorial-Boss, dem Asylum Demon. Und das nicht nur einmal. Ich habe bestimmt 5, 6, 7 Versuche gebraucht, bis ich ihn endlich geschafft habe. Ich war schon hier ernsthaft frustriert, aber ich wollte unbedingt mehr von dieser Welt sehen und deswegen habe ich es immer weiter versucht, bis ich es dann irgendwann geschafft habe. Und es war ein großartiges Gefühl, das sich durch das gesamte Spiel gezogen hat. Dabei habe ich mich nicht immer nur auf meinen Skill verlassen. Vor vielen Bossen habe ich einfach stundenlang gegrindet, bis ich eigentlich viel zu stark für sie war. Oder habe gleich andere Spieler gesammelt, die mir geholfen haben. Selbst wenn es teils unmöglich erschien, weiterzukommen, irgendeine Lösung gab es am Ende immer. Und das ist das Gefühl, das mir das Spiel nur geben konnte, weil es so untypisch schwer ist. Wenn es einen Easy Mode gegeben hätte, bin ich mir zu 100% sicher, dass ich spätestens nach dem 5. Versuch auf leicht gewechselt hätte. Und da hilft es auch nichts, beim normalen Schwierigkeitsgrad dazu zu schreiben, dass es die intendierte Erfahrung sei. Die intendierte Erfahrung für wen? Jedes Spiel hat eine andere Zielgruppe und wenn da steht, es sei die intendierte Erfahrung, dann hätte das für mich bedeutet, okay, die intendierte Erfahrung für Leute, die gut in Videospielen sind, da gehöre ich nicht zu, habe offensichtlich die falsche Entscheidung getroffen. Denn gerade heutzutage, wo die halbe Welt diese Spiele nur noch als die frustrierenden Hardcore-RPGs kennt, die sie ja auch irgendwo wirklich sind, dann ist das die Erwartungshaltung, mit der man an sie herantritt. Man denkt, dass sich normal auf die intendierte Erfahrung für Leute, die sehr gut in Videospielen sind, bezieht. Und leicht auf eine angepasste Erfahrung für Leute, die eigentlich gar nicht zur Zielgruppe gehören.
Das heißt nicht, dass ich es für falsch halten würde, wenn auch Leute, die eigentlich keinen Grund dafür haben, auf die Accessibility-Optionen zugreifen. Genauso wenig, wie es mich stört, wenn Leute das Spiel modden. Ich habe selbst schon in Spielen gecheatet, ich habe selbst schon Accessibility-Optionen genutzt. Aber in diesen Momenten wusste ich explizit, was ich tue. Ich wusste genau, dass ich in einem bestimmten Element des Spiels keinen Spaß habe, aber den Rest gerne trotzdem noch irgendwie erleben möchte. Ich habe mich sehr aktiv dazu entschieden, gegen die intendierte Erfahrung zu handeln und beziehe das Wissen darüber in meine Gesamterfahrung mit ein. Natürlich könnt ihr sagen, dass ich selbst schuld bin, wenn ich so schnell den Schwierigkeitsgrad runterstelle. Aber wie wäre es damit? Bevor ich Dark Souls erlebt habe, wusste ich noch gar nicht, dass ich es in dieser Form erleben wollte. Ich konnte noch gar nicht wissen, dass der normale Schwierigkeitsgrad die richtige Wahl für mich war. Und wenn wir es allgemeiner fassen, und das möchte ich, wenn Spiele eine Form von Kunst sein möchten und kein reines Konsumgut, das das Verlangen nach Spaß des Spielers auf die Art und Weise befriedigt, wie es sich dieser als Konsument wünscht, dann müssen sie in der Lage sein, uns Dinge erleben zu lassen, von denen wir eigentlich denken zu wissen, dass wir sie gar nicht erleben wollen. Mehr Optionen sind nicht immer besser, vor allem wenn ich als Spieler unmöglich eine vollständig informierte Entscheidung darüber treffen kann, welche Option mir die bessere Erfahrung bieten wird. Gerade wenn ich als Spieler vielleicht noch gar nicht wirklich weiß, was ich erleben will. Sumio wünscht sich, er könnte schnell reisen. Und ja, in gewisser Form tut er das in Request 14 nun wirklich. Er weiß, dass er den Weg eigentlich laufen sollte, aber er klaut sich kein Fahrrad, weil er genau weiß, dass auf dem Weg nichts Interessantes passieren wird. Und überspringt ihn somit. Was wäre aber, wenn es Schnellreise wirklich gäbe? Selbst wenn mir beim erstmaligen Auswählen dieser Option gesagt werden würde, dass die Schnellreise zu nutzen nicht der intendierten Erfahrung entspricht. Was hätte mir das wirklich gesagt? Was wäre die intendierte Erfahrung, die ich erwarte? Vielleicht würde ich denken, dass die Laufwege einfach atmosphärisch und entspannend sein sollen. Eine idyllische Urlaubsatmosphäre vermitteln. Vielleicht hätte ich sogar gemutmaßt, dass der gewünschte Effekt dieser Passagen durch die schwache Technik des DS-Ports verloren gegangen ist. Dass die Option zum Skippen dieser Passagen vielleicht auch genau deswegen für den Port hinzugefügt wurde. Oder so. Und dann hätte ich gedacht, cool, ist mir egal. Mich interessiert eh nur die Story. Denn dafür habe ich das Spiel angefangen. Für die Story. Ich habe vorher The Silver Case gespielt, das Spiel, das Suda51 vorher directed hat. Das war eine Visual Novel. Die bestand quasi nur aus Story. Story und ein paar Rätseln. Und hier kommt der relevante Part. In dem Steam-Port des Spiels, den ich gespielt habe, wurde ein Skip-Button für sämtliche Rätsel hinzugefügt. Guess what? Ja, den habe ich genutzt. Denke ich, dass das meiner Spielerfahrung geschadet hat? Nein. Die Rätsel waren nicht der Grund, warum ich das Spiel gespielt habe. Aber weiß ich es? Weiß ich es mit vollkommener Sicherheit? Wenn ich dasselbe in Flowers and Rain getan hätte, einfach sämtliches Gameplay übersprungen, würde ich jetzt vielleicht dasselbe darüber sagen. Ich hätte gedacht, dass das Spiel ganz nett war, auch wenn die Story nicht ganz mit The Silver Case mithalten konnte. Ich hätte gar nicht verstanden, dass das Laufen an sich ein integraler Teil der Spielerfahrung ist. Vielleicht hätte ich sogar bis zum Ende gedacht, dass der Großteil des Spiels aus unnötigem Filler bestand. Nicht verstanden, was all diese Ablenkungen in mir auslösen sollten. Was sie mir sagen wollten. Denn so sehr wie die einzelnen Requests wie vollkommen losgelöste Side-Stories wirken könnten, so vermitteln sie doch alle einen Teil des großen Ganzen, das sich in den letzten Spielstunden offenbart. Wir haben jetzt über 3 der von mir aufgestellten Akte gesprochen. Den ersten, in dem es darum geht, dass Sumio ständig aufgehalten wird. Den zweiten, in dem es darum geht, dass Sumio sich ständig aufhalten lässt. Den dritten, in dem es darum geht, dass wir das Spiel immer noch freiwillig spielen, warum auch immer genau. Fehlt noch der vierte. Sumio lässt sich nicht länger aufhalten. Er macht sich auf, um die Geheimnisse von Lost Pass zu lüften und begibt sich im großen Finale endlich zum Flughafen, in dem sich die gesamte Wahrheit offenbart. Bevor ich aber über dieses reden kann, muss ich noch eine Sache endgültig klarstellen. Ich habe in diesem Video über viele verschiedene Spiele gesprochen. Ja, man könnte was meinen, auch ich hätte mich vom eigentlichen Ziel dieses Videos ablenken lassen. Das soll aber nicht heißen, dass die Vergleiche keine Relevanz hatten. Ich wollte verdeutlichen, dass Flowers and Rain sich nicht wirklich als in sich geschlossene Geschichte lesen lässt, sondern den Großteil seiner Bedeutung erst dann entfaltet, wenn man es als Spiel über Spiele als Ganzes betrachtet. Ich möchte aber nicht, dass ihr all das nur für meine persönliche Interpretation haltet. Einzelne Teile davon
Klar, meinetwegen. Aber ich möchte, dass ihr versteht, dass Flower Sun Rain definitiv durch und durch als Meta-Kommentar verstanden werden möchte. Denn vorher brauchen wir gar nicht wirklich über das Ende zu reden. Lasst mich dementsprechend noch einmal schnell zum Anfang zurückspringen, um über eine letzte Facette des Spiels zu sprechen, die ich bisher übergangen habe. Den silbernen Koffer. Aber erst nach dieser kleinen Unterbrechung mitten im Video, die ihr nutzen könnt, um selbst Pause zu machen oder einfach weiter zu gucken, wie ihr das gerne hättet, könnt ihr das machen, ganz frei. Mir ist aber aufgefallen, dass wenn ich am Ende eines Videos anfange, mich zu verabschieden, alle Leute irgendwie direkt abschalten. Also die wenigsten Leute hören sich das dann noch an, wie ich mich verabschiede. Das finde ich ein bisschen unhöflich. Ich meine, das ist doch Teil dieser Konversation, die wir hier quasi miteinander führen und wir können doch nicht einfach gehen, bevor ich mich fertig verabschiedet habe. Deswegen mache ich das einfach in der Mitte des Videos heute. Ich verabschiede mich heute einfach gar nicht am Ende des Videos, das werdet ihr sehen. Das Video hört dann einfach auf, nachdem ich fertig bin mit dem relevanten Part. Und den irrelevanten Part mache ich jetzt einfach hierhin. Ich weiß. Ich hoffe, das Video gefällt euch halbwegs. Es ist sehr aufwendig. Ich habe da viel zu viel Zeit reingesteckt und vielleicht hat es sich gelohnt. Ich weiß es nicht, müsst ihr selbst entscheiden. Lasst gerne euer Feedback in den Kommentaren da, damit ich weiß, ob ich sowas in Zukunft jemals wieder tun sollte oder ob ich einfach, nein. Einfach nein vielleicht. Außerdem danke an meine lieben Supporter, die mir über ihre Mitgliedschaft ein bisschen finanzielle Unterstützung geben. Wenn euch das Video besonders gefällt, wenn euch alle meine Videos besonders gefallen, denkt darüber nach, ein bisschen Geld dazulassen. Vielleicht auch nicht, damit ich zumindest vielleicht kein Minus mehr mit diesem Kanal mache irgendwann. Das wäre so ein Ziel, auf das ich hinarbeite. Ich will gar nichts verdienen, darum geht es mir nicht. Ich will nur vielleicht kein Minus mehr machen. Das wär cool, das wäre nett. Vielleicht kommen wir da irgendwann an. Ihr kommt auch ab 1 Euro im Monat bereits haufenweise kleine ungeskriptete Reviews zu verschiedenen Spielen. Aktuell sollten es 17 oder 18 oder so sein. Das heißt, es lohnt sich auch absolut. Aber wenn nicht, ist auch okay. Es gibt auch weiterhin normale Videos gratis. So wie dieses. Das hier ist wahrscheinlich auch viel besser als alle Reviews, die ihr für Geld bekommt. Und das ist gratis. Ist unglaublich, oder? Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber naja, viel Spaß mit dem Rest. Oder kein Spaß. Es gibt auch andere Sachen als Spaß, die man aus so einem Video mitnehmen kann. Wahrscheinlich. Vielleicht. Flower Sun Rain beginnt mit Tsumos Ankunft auf Lost Pass Island. Noch nicht beim Hotel selbst, sondern auf einem abgelegenen Parkplatz, von dem aus er dann zum Hotel gefahren werden soll. Von einem Mann namens Peter Bujvinkur. Oder so, ich habe keine Ahnung, es tut mir leid. Um unsere Identität zu bestätigen, müssen wir ihm als erstes unser Geburtsdatum mitteilen. Klingt simpel, könnte innerhalb einer einzigen Dialogzelle abgehandelt werden, ist stattdessen aber unser erster Kontakt mit den Rätseln des Spiels. Habe ich erwähnt, dass das Spiel Rätsel hat? Der silberne Koffer, den Tsume das gesamte Spiel über mit sich herumschleppt, ist in Wahrheit ein mobiler Computer namens Catherine, den er braucht, um alles Mögliche zu tun. Muss er beispielsweise ein Radio auf eine bestimmte Frequenz stellen, kann er Catherine an dieses anschließen und die gewünschte Frequenz in sie eingeben. Warum er das nicht einfach direkt am Radio selbst macht, ist zwar fragwürdig, aber meinetwegen. Will er hingegen einen bestimmten Drink mischen, muss er Catherine bloß an den Shaker anschließen und die Mengenangaben der einzelnen Zutaten eingeben. Okay, klar. Und wenn er Peter wie jetzt sein Geburtsdatum übermitteln möchte, dann schließt er Catherine halt an sein Auge an und gibt es ein. Fertig. Ihr merkt, Catherine macht einfach alles. Sowohl Sachen, die ein Computer niemals können sollte, als auch Sachen, für die man eigentlich keine Unterstützung brauchen sollte. Das hat zur Folge, dass jede einzelne Interaktion innerhalb der Spielwelt, die komplizierter ist als Laufen, Türen öffnen und mit NPCs sprechen, ausschließlich über das Interface von Catherine ausgeführt wird. Und das läuft immer wieder gleich ab. Wir klicken das entsprechende Objekt an, woraufhin wir erstmal das richtige Kabel wählen müssen. Woher wir wissen, welches das richtige ist, wie Tsume zu Beginn sagt, und probiert es einfach aus, bis es passt. Ich habe im Laufe meiner erneuten Playthroughs aktiv versucht darauf zu achten, ob es irgendein System dahinter gibt, aber abseits davon, dass gleichartige Objekte, beispielsweise 2 Lautsprecher, die nebeneinander stehen, für gewöhnlich dasselbe Kabel brauchen, nein. Ich bin fest davon überzeugt, dass es dabei keinerlei Logik gibt, die man sich beim Spielen irgendwie selbst erschließen könnte. Sobald man Catherine dann jedenfalls erfolgreich angeschlossen hat, erscheinen sofort eine passende Anzahl an leeren, roten Kästchen, in die wir dann passende Zahlen eingeben müssen. Haben wir das geschafft, passiert was auch immer wir erreichen wollten, wenn nicht, müssen wir es erneut versuchen. Und woher bekommen wir die entsprechenden Zahlen? Das erste Rätsel ist ein kleiner Ausnahmefall.
Hier macht das Spiel nämlich einen auf Metal Gear Solid und sagt uns, dass wir auf Seite 15 der Spielanleitung nachgucken sollen. Tatsächlich, das ist Sumios Charakterbeschreibung. Allerdings finden wir kein Geburtsdatum, sondern nur 4 leere Kästchen, in die wir es eintragen können. Er hat nämlich gar kein festes Geburtsdatum. Jede Antwort, die ein funktionierendes Datum ergibt, ist richtig. Behaltet das einfach mal im Hinterkopf, während ich stattdessen erstmal erkläre, wie man alle anderen Rätsel im Spiel löst. Sobald wir im Hotel ankommen, drückt uns Ido als allererstes einen Reiseführer in die Hand, den wir von diesem Zeitpunkt aus jederzeit über Catherine aufrufen können. 49 Seiten, prall gefüllt mit haufenweise Infos zum Hotel und der restlichen Insel, zu Sehenswürdigkeiten, Bewohnern und sogar den aktuellen Besuchern. Wie eine der Mitarbeiterinnen des Hotels in Request 11 sagt, alles, was es in dieser Welt gibt, befindet sich in diesem Reiseführer. Dabei findet man beim ersten Durchblättern natürlich direkt haufenweise mal mehr und mal weniger interessante Details zur Story und Nebencharakteren. Vor allem aber beherbergt das Heftchen sämtliche Rätsellösungen, die im restlichen Spielverlauf benötigt werden. Will man also beispielsweise ein Radio auf die gewünschte Frequenz stellen, dann muss man diese eben im Reiseführer suchen. Will man stattdessen einen bestimmten Drink mischen, dann muss man nur schnell die richtigen Zutaten nachschlagen. Eigentlich jedes Rätsel besteht aus genau diesen Schritten. Man muss identifizieren, was für eine Zahlenkombination man überhaupt braucht, dann überlegen, wo diese stehen könnte, sie finden und dann tatsächlich eingeben. Kein Rätsel erfordert die Deutung von Hinweisen in der Spielwelt oder das Kombinieren verschiedener Gegenstände. Sobald man bei einem Rätsel ankommt, kann man es auch lösen. Zugegebenermaßen, nicht alle Lösungen sind so simpel herauszulesen wie die genannten Beispiele. Teils muss man Zahlen kombinieren, miteinander verrechnen oder sonstige kleine Spielereien mit ihnen anstellen, aber am Ende ist die größte Hürde erstmal herauszufinden, wo genau man eigentlich suchen soll. Wenn man verstanden hat, welche Zahl man haben will, lösen sich die Rätsel quasi fast von selbst. Und wie wir zu Beginn von Request 15 erfahren, hat das auch einen guten Grund. Ja, Request 15, die Request, in der laut meiner Aufteilung so langsam alles Richtung Auflösung zugeht. Und so geht auch eben dieser Auftrag mit großen Twists los. Ido selbst hat den Reiseführer explizit für Sumios Aufenthalt geschrieben. Er hat ihn zwar hergerufen, um die Bombe auf dem Flugzeug zu finden, aber vertrauen tut er ihm noch lange nicht. Deswegen umfasst der Reiseführer nicht nur Informationen, die Sumio brauchen könnte, um zum Flughafen zu gelangen, sondern auch für alle anderen Probleme, die ihm potenziell begegnen könnte, sollte er sich mal wieder von irgendjemandem ablenken lassen. Und wie wir wissen, ist das mehr als oft genug passiert. Und das ist noch nicht alles. Wie sich nämlich herausstellt, ist der Terrorist, der die Bombe gelegt hat, niemand Geringeres als Ido selbst. Ido hat uns also auf die Insel gerufen, um ein Problem zu beheben, das er selbst geschaffen hat. Es ist ein künstlich geschaffenes Problem, das nur existiert, um uns eine Aufgabe zu geben, ein Ziel zu geben. So wie jedes Hindernis in jedem Videospiel. Das habe ich im Prinzip schon in Bezug auf das generelle Missionsdesign angerissen, aber gerade in den Rätseln finde ich es nochmal so wunderschön auf den Punkt gebracht, wie sehr jedes einzelne Detail dieses Spiels eigentlich nur eine überspitzte Darstellung von Videospielmechaniken im Allgemeinen ist. Sumio kann nicht mit der Welt selbst interagieren. Er kann nur Gegenstände manipulieren, an die sich Catherine anschließen lässt. So wie wir, als Spieler, in jedem Spiel nur mit Objekten interagieren können, für die eben diese Möglichkeit einprogrammiert wurde. Selbst wenn die Unterscheidung zwischen interaktivem und nicht interaktivem Objekt arbiträr ist, wenn es beispielsweise einzelne Objekte in einem Raum gibt, die man untersuchen kann, woraufhin der spielbare Charakter etwas zu diesem sagt, warum können wir das nicht auch mit allen anderen Objekten in jedem anderen Raum des Spiels tun? Hat unser Charakter dazu nichts zu sagen? Gibt es irgendeine Gegebenheit, die dem widerspricht? Nein, es ist einfach eine Entscheidung, die während der Entwicklung getroffen wurde, da es so aufwendig gewesen wäre, ähnliche Optionen für alle Objekte in der Spielwelt zu ermöglichen. Auch interagiert er nie direkt mit den Objekten, sondern nur über Catherines Interface, welches nur die korrekte Eingabe akzeptiert und dann entsprechend agiert. Genauso wie wir nur über ein Interface, unseren Controller, den Touchscreen, Maus und Tastatur oder was auch immer, mit der Welt eines Spieles interagieren, welche auf das Gedrücktwerden einer Taste nur so reagiert, wie es einprogrammiert wurde. Was Catherine, nachdem sie angeschlossen wurde, dann macht, wird ausgehend vom Kontext automatisch entschieden. Sie interagiert nur auf die vorgesehene Art und Weise mit dem entsprechenden Objekt. Auch Objekte, die interaktiv sind, können wir also nur im Rahmen unserer Möglichkeiten verwenden. Selbst wenn es keinen logischen Grund dafür gibt, warum bestimmte Handlungen nicht möglich sein sollten. Wie vielen Türen seid ihr schon begegnet, die ihr locker hättet wegtreten können sollen, für die ihr aber trotzdem einen Schlüssel brauchtet? Weil alternative Möglichkeiten halt nicht eingebaut wurden. Weil Türen nur durch das Drücken der Interaktionstaste manipuliert werden können. Und weil die Regeln des Spiels besagen, dass eine verschlossene Tür nur mit Hilfe eines Schlüssels geöffnet werden kann.
Und exakt das ist auch der Grund dafür, warum Sumio nicht mal eben mit einem Auto zum Flughafen fahren kann. Weil es eine Regel gibt, die besagt, dass auf der Insel keine Autos fahren dürfen. Die Regel gibt es natürlich nur, damit wir eine narrative Begründung dafür haben, warum das Spiel nicht in der 5. Request aufhört. Aber so funktionieren Spiele nun mal. Sie sind nichts weiter als eine Reihe von Regeln, innerhalb derer wir irgendeine Form von Ziel verfolgen. Dass es ein zu erreichendes Ziel gibt, setzt dabei gleichzeitig voraus, dass dieses auch zu erreichen ist. Davon gehen wir in dem Moment, in dem uns eine Aufgabe erteilt wird, automatisch aus. Wenn man die Aufgabe gar nicht abschließen könnte, wäre sie nicht im Spiel enthalten. Genauso können wir ein Rätsel nicht lösen, für das es keine Lösung gibt. Wenn wir also einem solchen begegnen, muss es auch entsprechende Hinweise auf die Lösung dessen geben. Genau das stellt der Reiseführer auf überspitzte Art und Weise dar. Dass die Lösungen schon von Anfang an da sind. Dass wir sie nicht von Grund auf schaffen, sondern nur finden, wie der Searcher, der wir nun mal sind. Wir tun nichts, als unseren Reiseführer nach der passenden Lösung zu durchsuchen. Und klar, in anderen Spielen hat man die Lösung nicht alle wortwörtlich in der Hosentasche dabei, aber wenn Entwickler ein Hindernis eingebaut haben, dann haben sie auch bereits eine Lösung für dieses mitgeliefert. Sie geben uns kein Spiel, damit wir es für sie lösen. Trotzdem können wir natürlich unerwartete Lösungen finden, um den Spielverlauf noch weiter zu optimieren. So geschieht es beispielsweise in Speedruns immer wieder. Aber an der Stelle geht man direkt noch einen Schritt weiter. Man findet nicht nur eine Lösung, von der selbst die Entwickler noch nicht wussten, man erfindet auch überhaupt erst ein Problem, das eigentlich weit über die Intention der Entwickler hinausgeht. Solange wir ein Spiel nur so spielen, wie es von uns erwartet wird, ist alles arbiträr. Sowohl die Probleme, vor die wir gestellt werden, als auch die Lösungen, die wir für sie finden. Alles existiert bereits. Wir erleben es nur. All das ließ sich alleine aus der Art und Weise heraus, wie dieses Spiel seine Rätsel präsentiert. Diese Subtilität, mit der es das tut, fand ich im Vergleich zu den deutlich offensichtlicheren Beispielen, die es im ganzen Spiel verteilt gibt, einfach wirklich spannend und deswegen auch wichtig, nochmal besprochen zu haben. Denn glaub mir, ich habe noch eine wirklich lange Liste von exemplarischen Szenen, in denen die Metahaftigkeit dieses Spiels einem nur so ins Gesicht gedrückt wird. Beispielsweise spricht Stefan, der Typ, der vorgegeben hat, eine Frau vergiftet zu haben, immer wieder von Flags und dass er eine für uns getriggert hat, damit wir weitermachen können. An anderer Stelle gibt es Charaktere wie einen kleinen Jungen namens Shotaro, der wortwörtlich nichts anderes macht, als die 4. Wand zu durchbrechen, sich über den Soundtrack zu beschweren, sich darüber zu amüsieren, dass die 2D-Bilder der Charaktere überhaupt nicht zu ihren 3D-Modellen passen oder zu hinterfragen, wie Catherine überhaupt funktionieren soll. Über all das und noch einiges mehr könnte ich jetzt auch im Detail sprechen, aber ich glaube, ihr habt es verstanden. Das Video ist schon mehr als lang genug. Reden wir endlich über das Ende des Spiels. Die letzte Request. Request 18. Der letzte aller Tage ist gekommen. Der Tag, an dem Sumio endlich beim Flughafen ankommt, um die Bombe zu entschärfen. Oder? Naja, nicht ganz, denn vorher redet er nochmal mit Ido, der erstmal etwas richtigstellen möchte. Es ist wahr, dass er derjenige ist, der die Bombe ursprünglich gelegt hat. Allerdings im Flughafen selbst. Jemand anderes hingegen hat diese dann auf eines der Flugzeuge gelegt, sodass die Insel Los Paz gerettet wird. Unsere Aufgabe ist es also gar nicht, die Bombe zu entschärfen, sondern sie vom Flugzeug zu holen, um die Insel zu zerstören? Warum? Irgendwas mit einer geheimen unterirdischen Fabrik, in der Sachen passieren, die... Akzeptiert das einfach erstmal, ich sag da gleich noch was zu. Mit diesem neuen Ziel kommt Sumio dann jedenfalls erstmal tatsächlich beim Flughafen an, wo er noch eben Stefans Mathe-Hausaufgaben erledigen muss, bevor er dann zu besagtem Flugzeug weiter kann. Und, oh boy, da passieren Sachen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir treffen auf Sundance Shot, einen Charakter, auf den ich nicht weiter eingehen möchte. Er ist derjenige, der die Bombe auf dem Flugzeug platziert hat, und er offenbart uns nun, dass es in Wahrheit 16 Sumio-Mondos gibt. Ein Original und 15 Klone. Wir sind in diesem Moment das Original, während die 15 Klone diejenigen sind, die wir im Laufe der restlichen Requests gespielt haben. Einer für jeden Tag innerhalb der Time Loop. Er erklärt, dass jeder dieser Klone seine Erinnerungen auf den jeweils nächsten übertragen hat, sodass wir, das Original, nun sämtliche dieser Erinnerungen mit uns führen und mit diesen von der Insel verschwinden sollen, bevor sie hochgeht. Sundance verabschiedet sich mit den Worten: Los Paz Island is here. In Flower, Sun and Rain. Diese letzten Worte geben uns den nötigen Kontext, um diesen Reveal ansatzweise nachvollziehen zu können. Alles, was auf dieser Insel passiert ist Teil von Flower, Sun and Rain. Alles, was wir hier erlebt haben, ist nur innerhalb von Flower, Sun and Rain passiert. Und alle Personen, denen wir immer und immer wieder geholfen haben, werden jetzt sterben. Sie können Flower, Sun and Rain nicht verlassen.
genauso wenig unsere vorherigen Anläufe. Die ständigen Versuche, zum Flughafen zu kommen, nur um auf dem Weg dahin wieder mal abgelenkt zu werden. Wie Extraleben in einem Videospiel sind sie unsere Fehlschläge auf dem Weg zum erfolgreichen Run. Wir, das Original, sind das Einzige, was diese Insel verlassen kann und was somit dieses Spiel verlassen kann. Wir, die sämtliche Erinnerungen über die vergangenen Iterationen dieser Time Loop in uns tragen. Wir, die Spieler, haben im Laufe unseres Spieldurchgangs zwar nichts in der realen Welt verändert, aber die Erfahrungen, die wir gemacht haben, bleiben trotzdem weiterhin bei uns, haben uns trotzdem auf irgendeiner Ebene verändert. So minimal, wie diese Veränderung auch sein mag, sie ist real. Und somit lassen wir dieses Spiel nun hinter uns, verlassen es mit einem Flugzeug und lassen die Insel, die das Spiel umfasst, für immer hinter uns. Sie wird hochgejagt, als hätten wir unseren Spielstand direkt nach dem Beenden noch gleich mitlöschen lassen, denn seien wir mal ehrlich, wofür brauchen wir ihn noch, nachdem wir bereits alles erlebt haben. Aber naja, noch haben wir ja nicht alles erlebt. Auf dem Flugzeug treffen wir nämlich noch auf einen Charakter, dem wir bisher nur ein einziges Mal zu Beginn des Spiels begegnet sind. Peter. Nachdem er es war, der uns überhaupt erst zum Hotel Flowers on Rain gefahren hat, ist er es nun, der die Insel gemeinsam mit uns verlässt. Sumio fragt ihn, wo dieses Flugzeug eigentlich landen soll. Die Antwort: in der echten Welt. Sumio fragt, ob diese Insel also nicht echt sei, woraufhin Peter antwortet, dass es sowas wie ein echtes Paradies nicht gibt. Sumio widerspricht ihm, sagt, dass ein Paradies ein Ort sei, der von der Welt getrennt existiert, womit er Peter eigentlich nur zustimmt. Für alle, die es zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht verstanden haben, soll dieser kleine Austausch also nochmal endgültig deutlich machen, dass Lost Pass nicht die Realität ist. Das Flugzeug hebt ab, die Credits rollen, aber eine letzte Szene folgt noch. Peter beginnt über Sumios Erinnerungen zu sprechen, Teile seiner Vergangenheit, die er vergessen hat. Er meint, auf dieser Insel gewesen zu sein, um Sumio zu finden. Spricht davon, dass Sumio einfach in seiner Zelle hätte bleiben sollen. Die Kamera zoomt auf Peter. Cut. Plötzlich sitzt eine vollkommen andere Person in einem vollkommen anderen Artstyle vor uns. Und nicht nur das, auch die gesamte Präsentation, die Schriftart, die Scene Transitions, die Soundeffekte. Alles sieht nicht mehr länger wie Flowers on Rain aus, sondern wie The Silver Case, dem vorherigen Spiel des Studios. Peter entpuppt sich als ein Charakter aus diesem, Kusabi. Und nachdem wir noch ein paar Silver Case typische Wände aus Text bekommen, schließt das Spiel endgültig mit den Worten: The long day of Sumio Mondo has ended and a new day for Sumio Kodai has started. Sumio Mondo hat nie wirklich existiert. Er hatte keine Vergangenheit, nicht mal ein Geburtsdatum. Er war bloß ein Avatar für Sumio Kodai, ein Charakter aus The Silver Case, der im Laufe dessen im Gefängnis gelandet ist. Lost Pass war ein Ort der Zuflucht für ihn. Ein Traum, eine Illusion, was auch immer es genau ist, wird nicht weiter erklärt. Ist aber auch nicht weiter relevant. Wichtig ist bloß, was es darstellen sollte. Und zwar ein Videospiel. Rückblickend ist der Gedanke, dass Flowers on Rain lange vor The Silver Case im Westen erschienen ist, ziemlich unterhaltsam. Niemand hat verstanden, was soll in diesem Ende plötzlich passiert ist. Und auch schon lange vorher gab es immer wieder deutliche Verbindungen zu The Silver Case. Aber auch wenn ich den nötigen Kontext für all das hatte, würde ich lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich wirklich alles begriffen habe. Bloß war mir das in dem Moment auch gar nicht wichtig und das ist es auch immer noch nicht. Als ich dieses Video ursprünglich geplant habe, hatte ich vor, sowohl The Silver Case als auch The 25th Ward, den letzten Teil der Trilogie, nochmal ausführlich zu spielen. Ich meine, wie sollte ich euch sonst in aller Ausführlichkeit erklären, was es mit jeder Facette von Flowers on Rain auf sich hat? Das kam mir ziemlich unmöglich vor. Und das ist es auch. Deswegen mache ich das einfach nicht. Ihr habt es vielleicht schon bemerkt, ich wollte nicht darüber reden, was es mit der unterirdischen Fabrik auf Lost Pass auf sich hat, wer Sundance Shot eigentlich ist. Und Kapitel 15 bis 17, in denen große Teile von dem, was es mit der Insel auf sich hat, revealed werden, habe ich so gut wie komplett übersprungen. Denn mir ist, während ich so darüber nachgedacht habe, einfach klar geworden, wie irrelevant das alles für meine Spielerfahrung war. Es sind Sachen, die vor allem für die dystopische Sci-Fi-Welt von The Silver Case relevant sind. 2 Visual Novels, die zu großen Teilen aus nichts anderem als Worldbuilding bestehen, in denen man dauerhaft mit Wänden aus Text bombardiert wird. Aber auch wenn Flowers on Rain irgendwie zwischen diesen beiden Spielen spielt und gewisse Verbindungen zu ihnen hat, ist es halt nicht das. 90% der Spielzeit haben überhaupt nichts damit zu tun und diese 90% sind es, was ich so sehr an diesem Spiel liebe.
Obwohl man viele Aspekte der Lore und einiger Charaktere nicht ohne The Silver Case verstehen kann, finde ich also, dass Flower Sun and Rain auch als Standalone-Erfahrung super funktioniert. Ja, man ist am Ende über einiges verwirrt, aber glaubt mir, das bin ich auch. Deswegen blenden wir diese ganze Erzählebene jetzt einfach aus und konzentrieren uns auf das, was wirklich wichtig ist. Sumio Mondo ist Sumio Kodai, der sich aufgrund irgendwelcher Probleme in seinem realen Leben in eine idyllische Urlaubswelt geflüchtet hat. Die Reihe, zu der es zusammen mit The Silver Case gehört, heißt auch Kill the Past. Sie verbindet Geschichten, in denen es immer wieder darum geht, die eigene Vergangenheit zu verarbeiten und in die Zukunft zu blicken. Und das tut Sumio halt nicht. Er läuft metaphorisch und wortwörtlich im Kreis herum. Genauso wie wir es vielleicht hin und wieder tun, wenn wir ein Videospiel spielen, um uns von irgendetwas abzulenken. Was auch immer es sein mag. Flower Sun and Rain erzählt vom Eskapismus. Und das mag erstmal etwas kontraintuitiv wirken. Ja, klar, Los Paz ist ein Urlaubsparadies mit tollem Wetter und einem schicken Hotel. Aber wenn das alles die Idylle sein soll, in die sich Sumio geflüchtet hat, um vor seinen Problemen zu entkommen, warum wird er dann nie in Ruhe gelassen? Warum muss er nach einer Bombe suchen und nebenbei immer wieder den Bewohnern und Besuchern der Insel unter die Arme greifen? Ganz einfach, weil es genau das ist, was er braucht, um sich abzulenken. Klar, wenn wir Eskapismus hören, denken wir vielleicht zuerst daran, wie sich jemand in irgendwelche idealisierten, fiktionalen Welten flüchtet. Und klar, vielleicht funktioniert das für einige. Vielleicht können sich Leute mit entspannten Spielen wie Minecraft oder Animal Crossing am besten ablenken. Aber andere brauchen etwas zu tun. Sie brauchen eine Aufgabe, die genug Aufmerksamkeit auf sich zieht. Vielleicht sogar eine Aufgabe, die sich relevant genug anfühlt, um als persönliche Rechtfertigung herhalten zu können. Wenn man sich vornimmt, in einem Rhythmusspiel besonders gut zu werden, ist das tägliche Üben schon eine Aufgabe für sich. Wenn man eine wichtige Rolle in einer Gilde eines MMOs spielt, trägt man fast schon so etwas wie echte Verantwortung. Eskapismus ist auch nicht nur der Konsum von Medien. Wenn man sich entscheidet, erstmal das Bad zu putzen, statt für eine anstehende Prüfung zu lernen, ist das Eskapismus. Wenn man zu Hause Streit hat und deswegen lieber länger bei der Arbeit oder in der Schule bleibt, als nach Hause zu gehen und darüber zu sprechen, ist das Eskapismus. Das muss auch nicht immer gleich ungesund sein, kann zu einem gewissen Grad sogar vernünftig sein. Sich erstmal zu beruhigen und dann nochmal in Ruhe über all das nachzudenken, was einen eigentlich belastet. Die Frage ist halt, in welchem Maße es stattfindet. Man kann nicht ewig so weitermachen. Außer es sind Probleme in einem Videospiel, einer Welt im ewigen Jetzt-Zustand. Wie Sumio recht schnell merkt, vergeht die Zeit nicht wie gewohnt. Ob er heute zum Flughafen geht, morgen oder doch erst in der Woche, eigentlich ist es auch egal. Erst noch ein wenig zu verweilen wird auch niemandem schaden. Doch was er eigentlich vermeidet, ist nicht zum Flughafen zu gehen. Er ist nicht besorgt, ob er schaffen wird, die Bombe zu finden. Was er wirklich hinauszögert, ist die Heimreise. Die Rückkehr zur Realität. Dabei ist die stehen gebliebene Zeit nicht der einzige Vorteil von Aufgaben in Videospielen. Vielleicht noch viel wichtiger ist die Tatsache, dass sie sich immer lösen lassen. Wie es der Reiseführer verdeutlicht, trägt Sumio die Lösung für jedes Problem, das ihm potenziell begegnen könnte, immer mit sich herum. Und so ist es im Videospiel normal. Wir wissen von jedem Problem, dass es eine Lösung geben muss. Es besteht nie die Frage danach, ob es sich überhaupt lohnt, nach einer Lösung zu suchen, die es vielleicht gar nicht gibt. Es gibt sie, definitiv. Diese Garantie hat man in der Realität eben nicht unbedingt. Und entsprechend entspannen kann es daher schon alleine dadurch sein, Aufgaben in einem Spiel abzuarbeiten. Einfach das Gehirn auszuschalten und zu grinden, bis man sein Ziel erreicht hat. Ob das wirklich Spaß macht, ist dann erstmal nebensächlich. Und genau so geht es Sumio. Solange es noch irgendetwas zu tun gibt, macht er das auch. Solange es noch irgendetwas gibt, was seinen weiteren Verbleib auf Lost Pass rechtfertigt, nimmt er das dankend an. Auch wenn er es vielleicht nicht zeigt. Und das merken auch die Personen um ihn herum. Während Ido am Anfang noch verständnisvoll ist und ihn teils sogar selbst um Hilfe bittet, hinterfragt er im späteren Spielverlauf immer mal wieder, wie lange Sumio eigentlich noch herumtrödeln möchte. Wie kleine Gewissensbisse, die ihn daran erinnern, dass er nicht ewig vor der Wahrheit flüchten kann. Dass er irgendwann tatsächlich in die Realität zurückkehren muss. Wenn man all das nur auf Videospiele bezieht, klingt es vielleicht so, als würde einem Flower Sun and Rain nichts anderes sagen wollen als hör endlich auf, Zeit mit Videospielen zu verschwenden und geh vor die Tür. Aber das glaube ich nicht. Damit blendet man aus, was Sundance uns vor dem Betreten des Flugzeugs gesagt hat. Dass wir nun die Erinnerung aller vorherigen Tage in uns tragen. Wir sollen die Insel nicht einfach so verlassen, als wäre nichts gewesen. Wir sollen unsere Zeit auf Lost Pass nicht vergessen. Und damit ist sowohl Sumio gemeint, als auch wir als Spieler. Nicht mal Spiele sind ein echtes Paradies, denn auch sie existieren nur innerhalb der realen Welt, nicht getrennt von ihr.
Auch sie haben einen Einfluss auf unser restliches Leben. Und das ist auch gut so. Ob wir Spaß an ihnen haben, sie nutzen, um uns zu entspannen oder etwas aus ihren Botschaften mitnehmen, all das sind positive Effekte auf uns als Ganzes. Aber wenn wir Spiele nur noch spielen, um sie zu spielen, um sie abzuarbeiten, dann sollten wir anfangen zu hinterfragen, warum wir das eigentlich wirklich tun. Ob wir das wirklich tun wollen. Und über den Punkt ist Sumio eben längst hinweg. Ihm ist schon längst bewusst, dass er keinen Spaß hat, dass nichts von dem, was er tut, eine wirklich relevante Bedeutung hat, dass ihn jede Aufgabe, die er bekommt, aktiv anpisst. Aber er macht trotzdem weiter. Und genau dieses Gefühl kann uns das Spiel nur dadurch so effektiv vermitteln, dass wir uns so fühlen wie Sumio selbst. Dass wir keinen Spaß haben, aber trotzdem weitermachen. Warum auch immer. Deswegen ist es so wichtig, dass Flowers and Rain keinen Spaß macht. Und deswegen finde ich, dass Spiele im Allgemeinen nicht alleine daran bewertet werden können, ob es Spaß macht, sie zu spielen oder nicht. Flowers and Rain ist ein großartiges Spiel. Jede einzelne Entscheidung der Inszenierung und des Game Designs ist klar durchdacht. Und am Ende bekommt es trotzdem eine 54 auf Metacritic, weil sich Reviewer nur fragen: But really, where's the fun? Weird or not, where's the high-octane intense gaming action? It's Japanese, it's slow-paced, it's as niche can get. Und I get it. Spiele implizieren irgendwie Spaß. So wie wir an unterschiedliche Genre unterschiedliche Erwartungen haben, haben wir auch an das Medium Videospiel als Ganzes diese simple Erwartungshaltung. Sie sollen uns Spaß machen. Aber warum muss das denn so sein? Würdet ihr auch sagen, dass Filme, die keinen Spaß machen, schlecht sind? Sind alle Filme, die nicht in erster Linie unterhalten sollen, schlecht? Spiele können genauso gut verschiedenste Thematiken und Emotionen erkunden. Sogar auf einer Ebene, auf der Filme, Bücher und sonstige darstellende Medien es niemals könnten. Das heißt nicht, dass Spiele mit schlechtem Gameplay automatisch gut sind, wenn sie es in anderen Bereichen ausgleichen. Ein Spiel, was trotz anstrengendem Gameplay eine großartige Story hat, kann mir zwar am Ende dann trotzdem gefallen haben, aber es sollte auf einer spielerischen Ebene weiterhin kritisiert werden. Es heißt ebenso nicht, dass man es mal eben dadurch wegentschuldigen kann, dass es ja Absicht war. Wenn Drakengard 3 mich in die 5. generische Ansammlung von Gegnern wirft, aber dann einen Witz darüber macht, wie generisch und langweilig das doch ist, wird es dadurch trotzdem nicht besser. Wenn es aber die explizite Absicht des Spiels ist, eine bestimmte, eigentlich negative Emotion auszulösen, wenn es frustrierend, langweilig oder anstrengend sein möchte, um damit etwas auszudrücken, dann ist das nicht unbedingt etwas Schlechtes. Im Falle von Flowers and Rain finde ich vor allem die Destructoid Review sehr bezeichnend. Es ist eine 3 von 10 mit der expliziten Empfehlung, es zu spielen. Die Review fängt mit einem kleinen Abschnitt an, in dem erklärt wird, warum es als Spiel voll und ganz versagt hat, bevor es in die Wertung gibt, und der Text zu einem seitenlangen Spoilerteil übergeht, in dem der Verfasser darüber schreibt, warum Flowers and Rain so ein unendlich komplexes, bis ins kleinste Detail durchdachtes Meisterwerk ist, über das man stundenlang nachdenken und eine ganze Hausarbeit schreiben könnte. Kann ich bestätigen. Habe ich gemacht, war eine 1,3. Und ja, diese Review ist 13 Jahre alt. Seitdem hat sich zum Glück viel getan, wie man beispielsweise an der mittlerweile deutlich größeren Akzeptanz von Spielen wie Walking-Simulatoren oder Death Stranding sieht. Vielleicht hat dem Verfasser nur der nötige Kontext zur Einordnung gefehlt, weil Walking-Simulatoren damals einfach noch kein eigenes Spielegenre waren. Vielleicht würde er es heute anders bewerten. Aber trotzdem sind Spiele, die wirklich aktiv damit experimentieren, Gefühle abseits von Spaß zu vermitteln, weiterhin eine wahre Seltenheit. Andere Emotionen finden sich höchstens in der Story wieder, da Spiele ja mittlerweile doch mehr machen wollen, als einfach nur zu unterhalten. Auch ernsthaftere Thematiken ansprechen wollen. Aber sich dabei nicht trauen, das grundlegend spaßige Grundgerüst hinter sich zu lassen und versuchen, diese Elemente auch außerhalb von Cutscenes umzusetzen. Spiele sollten in der Lage sein, die gesamte Bandbreite von Emotionen auch über ihre Interaktivität zu vermitteln. Denn das ist die Stärke von Videospielen. Das ist es, was Filme und Bücher niemals können werden.